Aber insofern, das ist heute ein Arbeitsparteitag, einer, der jetzt nicht sagt, wir sind schon fertig, sondern es ist der Startschuss dafür, dass wir arbeiten werden. Natürlich bleiben die Grünen eine Partei, die Regierungsverantwortung anstrebt, die auch dafür kompromissfähig ist. Aber der Kompromiss steht immer am Ende der Verhandlungen und nicht am Anfang. Also erstens bin ich der Auffassung, dass es wirklich kein Thema gibt, über das in den letzten Jahren und Monaten so intensiv, ich finde auch zu viel gesprochen wurde. Die Grünen sind die einzige Partei im Deutschen Bundestag und die einzige Fraktion, die die zentrale Überlebensfrage unserer Zivilisation überhaupt bespricht. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was zur Hölle redet dieser Felix Banassack da eigentlich? Auf dem Parteitag wird mal wieder so viel Unsinn abgelassen, dass es weh tut. Der Typ schwafelt über Klimaschutz und Umwelt, als wären die Grünen die Retter der Erde. Aber wenn's drauf ankommt, hört keiner zu. Warum redet er nicht einfach mal mit einem Baum? Der könnte ihm vielleicht wenigstens zuhören, anstatt solchen gequirlten Blödsinn zu verbreiten. Das wollt ihr nicht verpassen. Also lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr noch mehr dieser Entgleisung sehen wollt und kommentiert eure Meinung. Auf geht's! Blick zurück, ja, aber nicht im Zorn, sondern wir haben jetzt die Chance, dass wir aus den letzten Jahren lernen und das bedeutet anzuerkennen, wo sind die Dinge gut gelaufen, was wollen wir für die Zukunft mitnehmen und wo hätten wir Dinge anders machen können, vielleicht sogar müssen, damit wir für die Zukunft lernen. Aber insofern, das ist heute ein Arbeitsparteitag, einer, der jetzt nicht sagt, wir sind schon fertig, sondern es ist der Startschuss dafür, dass wir arbeiten werden und jetzt schreiben wir gemeinsam ein neues Kapitel. Aber Sie haben ja schon angefangen und vorbereitet. Also was sind denn die positiven Punkte, die Sie auf jeden Fall mit rüber retten wollen? Ich meine, es ist auch offensichtlich, dass diese Regierung, der wir angehört haben, zwar auf der einen Seite bei den Beliebtheitswerten noch Luft nach oben hatte und gleichzeitig unheimlich viel hinbekommen hat. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Grünen Teil dieser Bundesregierung sie an entscheidenden Stellen sogar geprägt haben. Beim Ausbau der Erneuerbaren beispielsweise, bei der Modernisierung des Landes, dabei, dass Menschen zu Rechten gekommen sind, die ihnen von unionsgeführten Regierungen jahrelang verwehrt wurden. Und das ist etwas, worauf man sich positiv beziehen kann. Die Grünen haben in dieser Regierung die Debatten geprägt, vielleicht deswegen auch manchmal mehr drauf bekommen als andere. Aber wir gucken schon stolz auf das zurück, was wir erreicht haben. Nicht nur in den 3 Jahren Regierung, sondern auch davor. Also viel geschafft in den 3 Jahren, auch davor und viel rübergebracht, aber irgendwie hat es niemand gemerkt, ne? Ja, man muss ja sagen, wir haben jetzt nicht das Wahlergebnis bekommen, was wir wollten, aber 11,6% ist jetzt auch weit davon weg, aus dem Bundestag geflogen zu sein. Naja, es ging mal los mit 17, 18, dann immer weiter runter, bis es hieß 14,8 wären jetzt so das Ziel und dann sind 11,6 schon noch ein schönes Delta, ne? Ich sage ja, das ist nicht das Ergebnis, das wir wollten. Deswegen haben wir auch Selbstkritik in diesen Antrag gepackt und dass wir gerade in den letzten Wochen Probleme hatten, die Menschen zu mobilisieren, die sich vorstellen hätten können, die Grünen zu wählen und dann gesagt haben, ach komm, ich will doch die Linke oder ich will doch die SPD. Das haben wir sehr genau analysiert und deswegen ja auch die Schlüsse daraus gezogen. Wer möchte, dass er für seine Position gewählt wird, muss diese Position auch in aller Klarheit und Deutlichkeit vertreten. Dann lassen wir uns mal klar und deutlich sein. Also, dass es bei Merzens AfD zusammengehen in Sachen Migration keine klare Positionierung mit den Grünen gab, das war ein Fehler? Ja, wir hatten ja leider die doppelte Schwierigkeit. Auf der einen Seite zu sagen, wir grenzen uns deutlich davon ab. Und ich meine, ich habe Herrn Merz persönlich im Bundestag gefragt, ob er eigentlich ausschließlich mit den Stimmen der AfD zum Kanzler wählen zu lassen. Das war ja durchaus konfrontativ. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn man einen Tag später sagt, eine Koalition mit dem können wir uns trotzdem vorstellen, weil wenn man die Umfragen sieht, ohne dass Union und Grüne zusammenkommen, werden die Grünen nicht Teil der Regierung sein können. Und aber das ist doch ja ein ganz, ganz grundlegender strategischer Fehler gewesen, immer offen zu sein und koalitionsfähig zu sein. Deswegen sind die Grünen als Marke ja gar nicht wahrgenommen worden. Ich würde es etwas differenzierter sehen, aber im Grundton würde ich zustimmen. Differenzierter deswegen, weil die Grünen niemals hätten sagen können, wir schließen aus, mit der Union zusammenzugehen, wir schließen aus, Friedrich Merz zum Bundeskanzler zu machen, weil wir dann gesagt hätten, ihr müsst die Grünen gar nicht wählen, Teil der nächsten Bundesregierung sind sie sowieso nicht. Aber wir hätten deutlicher machen müssen, das ist explizit im Antrag auch erwähnt, eine Regierungsbeteiligung gibt es auch nicht zu jedem Preis, sondern auch wir haben Anforderungen an unsere
unsere Koalitionspartner. Eine Regierung, die sich nicht darum kümmert, Klimaschutz ernsthaft umzusetzen, der werden wir nicht angehören. Und ja, diese Klarheit hätte es mehr gebraucht und wir haben diese Klarheit die fehlende Klarheit als ein Thema, als ein Problem, als eine Herausforderung benannt und für die Zukunft abgeleitet. Natürlich bleiben die Grünen eine Partei, die Regierungsverantwortung anstrebt, die auch dafür kompromissfähig ist, aber der Kompromiss steht immer am Ende der Verhandlungen und nicht am Anfang. Das ist ja auch die Position der Grünen Jugend, die das in den Antrag nochmal expliziter und klarer hineinformulieren wollen. Was ist denn jetzt die Position der Grünen im Thema Migration? Also wir haben ja offensichtlich eine strategische oder eine kommunikative, vielleicht sogar inhaltliche Unschärfe gezeigt. Das hat sich im Wahlkampf dann nochmal verdeutlicht und der Hintergrund ist aus meiner Wahrnehmung, wir haben zwar immer wieder versucht, die widerstreitenden Interessen und Positionen, die es in der Gesellschaft gibt, die es auch bei unseren Wählerinnen und Wählern gibt und natürlich auch in der Partei dann zusammenzubringen. Dabei sind häufig Formelkompromisse rausgekommen, die am Ende jeder für sich so interpretiert hat, dass er doch wieder das gesagt hat, was er vorher schon dachte. Und deswegen ist jetzt heute nicht der Zeitpunkt mit 80 Delegierten, hauptsächlich Funktionäre, jetzt zu sagen, so geht's weiter, sondern wir wollen darüber sprechen, wie uns ein neuer Modus gelingen kann, tatsächlich die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Die Grünen sind. Aber wäre es jetzt nicht gerade wichtig, dass die Grünen jetzt mal sagen, was Sache ist in dieser Frage Asyl, Migration? Ich meine, wenn Sie sich jetzt hier in dem organisatorischen, das kann ich ja verstehen, dass Sie sich neu sortieren möchten. Aber wäre es nicht sinnvoll, dass Sie jetzt mit einer klaren und einheitlichen Stimme auch wahrgenommen werden? Also erstens bin ich der Auffassung, dass es wirklich kein Thema gibt, über das in den letzten Jahren und Monaten so intensiv, ich finde auch zu viel gesprochen wurde. Und die Debatten im Wahlkampf waren enorm davon geprägt. Ein Drittel meiner Interviews fand eigentlich nur zu diesem Thema statt, als hätte Deutschland kein anderes Problem. Und ja, deswegen, wir werden die Klarheit brauchen. Aber die Klarheit bei den Grünen kommt nicht davon, dass ein Parteivorsitzender oder eine Fraktionsvorsitzende sagt, so ist es jetzt, sondern Führung bedeutet, dass Geschlossenheit das Ergebnis eines guten Prozesses ist. Und Geschlossenheit ist bei den Grünen niemals Gehorsam und die Mitglieder sind Lemminge, die nur darauf warten, dass ihnen jemand die Richtung vorgibt, sondern wir werden das gemeinsam erarbeiten. Und einige andere Punkte auch noch. Und das ist doch offensichtlich, dass diese Gesellschaft Fragen miteinander zu diskutieren und zu klären hat. Und wir sind jetzt in der Opposition. Wir werden jetzt eine schwarz-rote Bundesregierung, die Humanität gar nicht mehr im Fokus ihrer Politik haben wird, dafür auch deutlich kritisieren. Und wir werden gleichzeitig eben die Konzepte erarbeiten, damit es ab 2029 wieder besser geht. Eine letzte Frage noch. Sie sind in der Opposition nicht die stärkste Partei, das wissen wir alle. Und die Positionen zu vielen Themen sind abgeweckt. Zum Thema Sicherheit zum Beispiel sind Sie ja deutlich eher auf der vielleicht demnächst Koalitionsseite. Wo ist denn da das grüne Spezialhäkchen? Die Grünen sind die einzige Partei im Deutschen Bundestag und die einzige Fraktion, die die zentrale Überlebensfrage unserer Zivilisation überhaupt bespricht, nämlich die Klima-, die Umwelt- und die Naturschutzfragen. Interessiert nur die Leute nicht. 18% finden, das ist wichtig. Ja, das kann mich ja nicht, also ich nehme das zur Kenntnis, aber ich kann da nicht sagen, weil die Leute halt gerade keinen Bock darauf haben, die Klimakrise zu lösen, dann lassen wir es auch sein und dann wundern wir uns in ein paar Jahren wieder, dass die Extremwetterereignisse einfach immer häufiger kommen und immer krasser werden. Und ich finde, aus diesem Modus muss man raus. Mehrheiten zu suchen heißt nicht, Mehrheiten als statisch anzunehmen. Und dann frage ich in der Umfrage ab, wollen die Leute jetzt Klimaschutz machen oder nicht? Und wenn sie es gerade nicht wollen, dann lassen wir es sein, sondern die Aufgabe der Grünen muss doch sein, dafür zu werben, dass die zentralen Themen auch angegangen werden und dass die Position, die wir vertreten, immer mehr Menschen erreichen. Und es ist doch kein Zufall, dass Union und SPD über alles sich verständigen konnten beim Milliardenpaket, aber Umwelt- und Klimaschutz komplett vergessen haben. Solange in diesem Land ökologische Fragen wie so ein Spezialhobby der Grünen behandelt werden, solange braucht es die Grünen auch. Und das ist wohl offensichtlich jetzt der Fall. Dann sage ich merci. Danke Ihnen.